Ja, und so einfach ist es dann in Deutschland halt immer nicht. Und dann steigen schon andere Parteien aus, dass die SPD jetzt auch nicht mehr darüber reden will, obwohl sie immer Respekt plakatieren. Da sieht man auch, dass sie Angst haben im Wahlkampf. Wir haben keine Angst, sondern wir stellen uns den schwierigen Herausforderungen. Und nochmal, ist es ja nicht nur so, dass alle gesetzlich Versicherten Hey Leute, heute schauen wir uns an, wie Annalena Baerbock bei Mieska den neuesten Vorschlag von Robert Habeck schönredet. Sozialabgaben auf Kapitalerträge. Jeder Grüne versucht, das irgendwie zu erklären, aber es klappt einfach nicht. Baerbock macht's wieder auf ihre Art, mit einem Fingerstippen soll alles laufen. Und dabei wissen wir doch, die Grünen haben von nix eine Ahnung, wollen aber ständig Gesetze ändern. Mal ehrlich, glaubt irgendjemand, dass diese Abgabe wirklich nur die Reichen trifft? Warum kommt so ein Vorschlag genau jetzt, wo Millionen von Menschen ganz andere Sorgen haben? Statt sich um sinnvolle Lösungen zu kümmern, sollten sich die Grünen lieber mit ihren Intrigen in der Partei auseinandersetzen. Damit andere in der Partei aufsteigen können, werden die wildesten Machtspiele geführt, und das mitten in einer Krise. Schaut rein, erfahrt, was hinter diesen ehrlichen Ideen steckt und seht, wie sich die Grünen immer weiter ins Abseits manövrieren. Wenn ihr wissen wollt, wie sich diese Pläne auf euch auswirken können, bleibt dran und vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und in die Kommentare zu schreiben, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Auf geht's! Schönen guten Abend, Frau Baerbock. Schön, dass Sie da sind. Bevor wir gleich in die große Weltpolitik abdriften und über den künftigen US-Präsidenten sprechen, müssen wir einmal ganz kurz in die Untiefen des deutschen Wahlkampfs, denn Sie sind ja, wie wir wissen, nicht nur Bundesaußenministerin, sondern auch Teil des Spitzenduos in diesem Bundeswahlkampf. Und der wurde diese Woche bestimmt von Robert Habeck. Der hatte einen Vorschlag gemacht, der so unausgegoren war, dass ihn die Grünen-Spitze seither zu erklären versucht. Es geht um die Frage, was die Grünen tun wollen gegen die steigenden Beiträge zur Krankenkassenversicherung. Warum soll eigentlich Arbeit höher belastet sein als Einkommen durch Kapitalerträge? Das leuchtet mir nicht ein, und deswegen schlagen wir vor, dass wir auch diese Einkommensquellen, die Menschen ja haben, sozialversicherungspflichtig machen, sodass wir dann den Druck auf die Arbeitslöhne deutlich reduzieren. Für Kleinsparer ändert sich nichts. Also Tante Gisela, ihr kleinen ETF, ist nicht betroffen. Ich habe jetzt keine genaue Zahl für einen entsprechend hohen Freibetrag. Wie wir es dann im Detail machen, das können wir uns dann später überlegen. Und es ist vielleicht ein super Beispiel dafür, dass wir es uns auch als Land überlegen sollten. Also ein geeignetes Forum wäre beispielsweise ein Bürgerrat. Auch Einkommen auf Kapitaleinkünfte werden dann berechnet mit hohen Freibeträgen. Und wir Grünen sagen an der Stelle, es geht um Menschen, die etwa 1 Million auf dem Konto haben. 10.000. Ich gebe Ihnen jetzt nicht die Zahl, die Sie gerne hätten. Und wir gehen mit einem Prinzip, in einem Konzept rein. Und natürlich wird man im Gesetzgebungsprozess dann die einzelnen Zahlen mit den anderen Partnern, ich hoffe noch auf deren Ideen auch erarbeiten. Frau Baerbock, was ist wohl schiefgegangen, wenn Ihr Kanzlerkandidat rausgeht mit einem Vorschlag, der überhaupt nicht mit Zahlen hinterlegt ist? Dass offensichtlich gerade im Wahlkampf andere Parteien so eine Sorge haben, über die Probleme zu reden, dass sie lieber auf uns alle mal wieder schießen, anstatt selber zu sagen, wie wir unser Gesundheitssystem gerechter machen. Weil es ist doch zutiefst ungerecht, dass gesetzlich Versicherte, also ich bin freiwillig gesetzlich versichert, sind leider nicht so sonderlich viele Politikerinnen und Politiker, aber ich weiß genau, wie jeder Angestellte, wie jeder, der in der Fabrik arbeitet, dass in den letzten Jahren die gesetzlichen Krankenkassenbeiträge explodiert sind. Und das ist doch nicht gerecht, da können wir ja nicht einfach bei zuschauen. Und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir ändern. Genau, und wollen Abgaben auf Kapitalerträge. Bloß keiner hat so richtig verstanden, wen das jetzt betrifft. Können Sie uns ein bisschen besser helfen? Weil das System hochkomplex ist. Und das haben wir halt auch deutlich gemacht. Wir haben ja die gesetzlichen Krankenkassen und die privaten. Also ich würde sagen, eigentlich eine etwas unfaire Zweiklassensystem. Das Sie abschaffen wollen?
Ja, und so einfach ist es dann in Deutschland halt immer nicht. Und dann steigen schon andere Parteien aus, dass die SPD jetzt auch nicht mehr darüber reden will, obwohl sie immer Respekt plakatieren. Da sieht man auch, dass sie Angst haben im Wahlkampf. Wir haben keine Angst, sondern wir stellen uns den schwierigen Herausforderungen. Und nochmal, es ist ja nicht nur so, dass alle gesetzlich Versicherten seit den letzten Jahren immer höhere Beiträge zahlen müssen, jetzt zum 1.1. wieder eine Erhöhung, sondern auch das, jeder, der gesetzlich versichert ist, der weiß das, ruft mal beim Facharzt an, kommt auf die Region ein bisschen an, kommt oft die Frage, sind Sie gesetzlich oder privat versichert? Privat könntest du morgen kommen, gesetzlich musst du zum Teil ein halbes Jahr warten. Und das ist total ungerecht. Wir können aber nicht einfach sagen, wir ändern das System über Nacht. Unser Vorschlag ist eine Bürgerversicherung, wo wir versuchen, die Systeme zu integrieren. Und da wird es dann halt komplex. Aber wir sagen halt deutlich, wir wollen diesen Weg gehen, damit es nicht immer weiter so geht, dass die Krankenhäuser, die Gesundheitsversorgung nur von der arbeitenden Bevölkerung finanziert wird und andere haben so viel Geld und sind dann privat fein raus. Aber warum sagt das Robert Habeck nicht? Warum macht er den zweiten Schritt vor dem ersten? Weil es im Wahlkampf irgendwie besser zieht, zu sagen, die Superreichen müssen stärker belastet werden? Nein, Sie sind ja auch Journalistin und Sie wissen ja, wie das funktioniert. Man kriegt eine Frage gestellt, dann sagt man 1 Minute 30, sagen Sie auch manchmal, Frau Baerbock, jetzt aber kurz antworten. Und wenn dann Dinge so komplex sind, er hat deutlich gemacht, dass wir eben nicht nur auf den Arbeitslohn das berechnen dürfen, das ist ohnehin auch in der gesetzlichen schon geregelt, mit Blick auf Kapitaleinkünfte. Deswegen betrifft es überhaupt nicht das, was uns dann SPD und CDU gerne unterstellen. Es betrifft überhaupt nicht die arbeitende Bevölkerung mit ihren Sparanlagen, sondern es geht darum, wie wir dafür sorgen, dass die private Versicherung stärker auch die gesetzliche mit unterstützt. Und leider hat gerade die Union, als sie noch regiert hat, mit einem Jens Spahn, nämlich dafür gesorgt, dass die Rücklagen in der Krankenversicherung alle aufgebraucht worden sind. Man war da nicht zu bereit, auch von FDP und auch SPD, das mit Steuern zu unterstützen. Und es zahlt halt die arbeitende Bevölkerung. Aber verstehe ich Sie jetzt richtig, dass Leute, die privat versichert sind, künftig auch für die gesetzliche zahlen müssen, damit die nennenswert gesenkt werden können, die Beiträge? Wir wollen die Systeme ineinander integrieren und das bedeutet eben auch, dass nicht immer aus der gesetzlichen Krankenversicherung all die Reformen, die wir im Gesundheitsbereich haben, angegangen werden, sondern stärker, dass schrittweise Private auch mit reingeht. Da wir aber zum Glück in Deutschland, das unterstreiche ich an dieser Stelle, damit auch jetzt nicht wieder plötzlich einem das Wort im Mund umgedreht wird, natürlich ein Bestandsschutz da ist. Kann man nicht sagen, okay, wir lösen jetzt alles Private auf. Verbeamtete Personen sind da ja automatisch drin, sondern man muss schrittweise schauen, wie man das integrieren kann, damit es gerechter wird. Weil es ist jetzt nicht, aus meiner Sicht, wie gesagt, zutiefst ungerecht. Ja, weiß nicht, ob Sie privat versichert sind, Sie rufen an beim Arzt, Sie kriegen den Termin, jemand anders ist schwer krank und er kriegt ihn nicht, sondern wir sind ja ein reiches Land. Wir zahlen so viel für die Gesundheitsversorgung, aber trotzdem versandet so viel im System. Das heißt, wir müssen das ganze System auch effizienter machen. So, aber habe ich jetzt immer noch nicht verstanden, es gilt vor allem für Millionäre, wenn ich mich jetzt mal daran festhalte, was Ihre Fraktionsvorsitzende gesagt hat, Katharina Dröge, nur Millionäre. Also Leute, die unterhalb von 1 Million in Kapitalvermögen investieren, für die gilt das nicht, dass sie Abgaben leisten. Wir müssen, wie gesagt, differenzieren zwischen dem gesetzlichen System und dem privaten System. Wir müssen das ineinander integrieren. Das ist der erste Schritt, der ist schon mal nicht einfach. Und dann wollen wir in Zukunft stärker berücksichtigen, was bedeutet das mit hohen Aktiengewinnen, also Menschen, die nie arbeiten in ihrem Leben. Aber warum spricht dann die ganze Grünspitze diese Woche von Millionären, wenn Sie jetzt sagen, Sie unterscheiden? Ja, weil es Freibeträge, ich meine, das ganze Steuersystem kennt Freibeträge. Ja? Familien haben Freibeträge. Wir alle haben in unterschiedlichen Bereichen Freibeträge. Und hier ist es natürlich genauso in der Krankenversicherung. Das ist ja nichts Neues. Weil wenn Sie wirklich nur Millionäre meinen oder Leute, die ein Finanzvermögen in diesem hohen Bereich haben, dann kann das gar nicht funktionieren, weil so viel Geld können Sie dann gar nicht zusammenbringen, um die Krankenkassenbeiträge wirklich nennenswert zu senken. Das ist ein Baustein. Aber nochmal, also ich finde es ein bisschen komisch, uns mal ganz auf Deutsch zu sagen. Wir haben ein System, was offensichtlich reiche Menschen maximal unterstützt, auch im Gesundheitsbereich. Und diejenigen, die hart arbeiten, die müssen dann noch mal härter ran, weil man eben gerade in diesen Zeiten Sozialversicherungsbeiträge erhöht. Das könnte fürs nächste Jahr für manche bedeuten, je nach Krankenkasse, bis zu 500 €. Das ist doch noch nicht gerecht. Jetzt machen wir einen Vorschlag und sagen, wir wollen das Ungerechte auflösen.
Und dann möchte sagen ja nur alle anderen, verstehen- nö, wir gucken einfach zu, dass es Nee. ungerechter wird. Alle Also- anderen sagen, wir möchten nur verstehen, wen das betreffen wird. Weil Naja, es gibt und ja genug Leute, die in ETFs investieren, da womöglich auch viel Geld haben, weil sie Wohnungen haben. Und die würden gern wissen, sie müssen darauf ja sowieso schon Steuern entrichten. Und jetzt soll dazu auch noch was nächste kommen. Und dann müsste man natürlich gern wissen, in welcher Höhe und so weiter. Genau. Und das regelt man dann in Gesetzen, wie man das bei allen anderen Vorschlägen auch entsprechend. Oder in Bürgerräten, wie Herr Habeck gesagt hat. Ja, aber vor allen Dingen regelt man das dann gemeinsam in Gesetzen. Also nehmen wir jetzt den Vorschlag der Union zum Beispiel. Ja, da hat Friedrich Merz gesagt, dass er plötzlich die Staatsangehörigkeit aberkennen möchte. Ich glaube, er hat sich ziemlich vertan, hat kurz Bleiben wir vergessen. doch bei Ihrem Vorschlag. Hat kurz vergessen, wie das eigentlich ist, dass man nicht eine Staatsangehörigkeit einfach aberkennen muss. Ich glaube, er meinte Leute, die einen Aufenthaltstitel haben als Flüchtlinge. Okay, sei es drum. Wir hacken da nicht so drauf rum, sagen, okay, man kann mal Dinge verwechseln. Aber die Frage auch im Asylrecht, wie regeln wir dann den einzelnen Schritt in zukünftigen Asylgesetzen? Das bespreche dann eine neue Regierung gemeinsam. Und genauso beim Gesundheitssystem ist es so, wir werden das ja ohnehin nicht fingerschnipsmäßig machen können. Vom Gesundheitssystem zum Asylrecht. Da wollte ich überhaupt nicht hin, weil Sie müssen doch mal eins zugeben. Sie können das ja gut erklären. Also Sie können es jetzt nicht gut erklären, aber Doch, ich fand, ich habe es gut erklärt. Danke. Nee, Sie haben es nicht gut erklärt, weil das ist genau das Problem. Robert Habeck geht mit einem Vorschlag raus und die ganze Woche versuchen Spitzengrüne zu erklären und schaffen es aber auch nicht. Ist das inzwischen ein Markenzeichen von Robert Habeck, dass er mit unausgegorenen Vorschlägen rausgeht und hinterher dann dasteht und sagt, ach, ich weiß es auch nicht, dann müssen es wohl Bürgerräte entscheiden. Ja, aber das hat er doch gar nicht gesagt. Und dafür bin ich jetzt auch lange genug in der Politik, auch wenn ich noch nicht so steinalt. Aber das mit den unausgegorenen Vorschlägen, das kennen ganz Sie und auch gar vom nicht. Heizungsgesetz. Ich kenne nur den letzten Wahlkampf. Da haben wir einen Vorschlag gemacht zum CO2-Preis. Ja? Und es war genau das Gleiche. Wir haben gesagt, so kann es nicht weitergehen mit der Klimafinanzierung. Wir müssen dazu kommen, dass da fossile Energien stärker belastet werden. Dann stellt man eine Zahl in den Raum. Und sofort wird gesagt, und hier und hier und hier und hier. Stattdessen sagen andere, wir sagen überhaupt nichts. Das ist halt nicht unser Anspruch von Politik. Und dann kann sich ja jeder Wähler bei der Wahl, dafür haben wir ja die Wahl, zum Glück in einer Demokratie, überlegen, will ich eine Partei, die den Mut hat zu sagen, wenn es ungerecht ist, dann verändern wir was. Oder mache ich einfach weiter so und wir sehen, dass es gar nicht vorangeht. Und wir als Grüne sagen halt, wir machen Politik, um Dinge zum Besseren zu machen, um für die Menschen das Leben bezahlbar zu machen. Das können Sie und darüber kann man dann entscheiden. Das ist auch angekommen. Sie belegen es nur noch zum 10. Mal, nicht ausreichend mit Zahlen. Und dann besitzt Robert Habeck noch die Chutzpe in derselben Sendung, in der er diesen Vorschlag gemacht hat, auch noch die Union zu beschimpfen. Da hat er nämlich Folgendes gesagt. Es ist deswegen so, weil die Union die deutsche Bevölkerung einfach verkackeiert. Ich weise nur darauf hin, dass Antworten, die nicht fundiert sind im Wahlkampf, also grobe Wählertäuschung sind. Da ging es um den Vorwurf, dass die Union ihre Entlastung nicht mit Zahlen unterlegt oder nicht sagt, wie sie es finanziert. Jetzt vergackeiern Sie die Wähler. Nein, sondern wir sagen, dass es komplex ist. Aber ich wiederhole mich jetzt hier. Sie sind offensichtlich nicht meiner Meinung. Also wir sagen, dass es komplex ist, dass man natürlich schauen muss, wer zahlt alles mit ein, wie schnell kriegen wir Leute aus der privaten Versicherung mit rein. Und wir sagen halt deutlich, wenn wir diesen Integrationsschritt gehen, der wie gesagt der erste und wichtige ist, dann müssen wir auch gucken, auf welche Einkünfte, auf welche Kapitalerträge. Aber nochmal, die normale Bevölkerung, wenn man dann neben seinem hart verdienten Einkommen noch was in Aktien investiert, die sind überhaupt gar nicht betroffen. Das gebe ich Ihnen hiermit mein Wort.